Hallo meine Freunde, hola Madridistas, heute habe ich für euch ein vollgepacktes Video rund um Real Madrid, aber wir schauen heute ausnahmsweise auch einmal nach Saudi-Arabien, denn der wohl größte Fußballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo, streikt. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich auch in diesem Video. Aber unsere Priorität liegt bei Real Madrid und ich zeige euch die zwei Mittelfeldspieler, die Lösung sein sollen für das spielerische Problem bei Real Madrid. Und ein Spieler, nämlich Vitinha, der unmöglich erschien, erscheint doch möglich. Was da los ist, teile ich natürlich mit euch in diesem Video. Und gestern ging es hoch her am Deadline Day rund um Fran Garcia. Real Madrid hat einen Transfer geblockt. Was da los ist, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, und jetzt muss ich etwas tun, was mir sehr unangenehm ist und was ich in meinen Videos eigentlich nie mache. Aber jetzt habe ich doch mal wirklich eine Bitte an euch. Und es geht nicht um Geld, keine Sorge, so etwas werde ich nie machen. Aber ich möchte logischerweise mit diesem Kanal auch mit Werbepartnern etc. arbeiten. Und wenn die meine Instagram-Zahlen sehen, lachen die mich aus. Ihr wisst, ich stecke seit bald 3 Jahren täglich sehr viel Arbeit in diese Videos. Wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen würdet, wäre es sehr schön, wenn ihr auf meinem Instagram ein Follow dalassen würdet. Also meine Bitte an euch, unterstützt mich da. Ich heiße da RealMario1902. Ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Video. Und ich habe gestern noch gesagt, wir leben in einer Simulation. Ich hatte das gesagt, weil ein Jude Bellingham sich an seinen Oberschenkel gefasst hatte und trotzdem gespielt hat und ein Arbeloa und ein Bellingham darauf geschissen haben, dass er schon angeschlagen war und 8 Minuten später musste er verletzungsbedingt raus. Nicht nur, dass wir ein Wechselfenster verloren haben, nein, wir haben einen der besten Fußballer der Welt, wenn er endlich mal wieder fit wäre, aber das ist ein anderes Thema, für wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen verloren. Er wird im K.O.-Spiel gegen Benfica nicht dabei sein. Ja, warum sage ich heute, dass wir in einer Simulation leben? Zunächst einmal, ich weigere mich, euch die Interviews zu zeigen nach dem Spiel von Fede Valverde und Dani Ceballos, weil die mich so aggressiv gemacht haben. Beide haben gesagt, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. In welcher Parallelwelt leben die? Ja, und nicht nur die sehen das so, sondern anscheinend auch Álvaro Arbeloa, denn der hat der Mannschaft für die gute Leistung, für den Einsatzwillen und für den Kraftakt 2 Tage freigegeben. Vini Junior war gestern in Paris mit Kim Kardashian, natürlich. Ein Eder Militao war in der Schweiz. Nachdem Álvaro Arbeloa seit 5 Pressekonferenzen immer das Gleiche sagt, und zwar, bald haben wir endlich Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, weil wir keine Doppelbelastung mehr haben, weil wir aus dem Pokal geflogen sind gegen Albacete, toll, wie dem auch sei, jetzt, wo er die Zeit hätte, mit der Mannschaft zu arbeiten, und diese Mannschaft braucht eine Menge Arbeit, es fehlt uns an allen Ecken und Enden, gibt er der Mannschaft 2 Tage frei. Ja. Ich würde jedem Einzelnen von euch vorschlagen, absolviert eine absolut peinliche Leistung auf eurer Arbeit und fragt mal euren Chef, ob ihr die nächsten 2 Tage zu Hause bleiben dürft. Ich wette, einige von euch wird der Chef sagen, du kannst ab jetzt für immer zu Hause bleiben. Ja, ich habe euch schon nach dem Spiel gegen Benfica gesagt, was glaubt ihr, wenn wir einen Trainer mit Charakter hätten, was ein José Mourinho zum Beispiel mit unserer Mannschaft gemacht hätte nach dem Spiel in Benfica? Da hätte es keinen Tag frei gegeben. Da hätte es Steigerungsläufe gegeben. Was glaubt ihr, was ein José Mourinho nach dem Spiel gegen Rayo Vallecano machen würde? Meint ihr, er würde sich bei der Mannschaft bedanken für den Aufwand? Das ist das Mindeste, dass die für dieses Trikot laufen. Und wenn es geht, in Zukunft bitte nicht nur die ersten 20 und die letzten 10 Minuten, sondern 90 Minuten. Dafür verdienst du eine Menge Geld. Naja, absolutes Unverständnis dafür,
ja, dass diese Truppe 2 Tage freikriegt. Vor allem glaube ich, dass viele von denen das nicht nutzen, um sich fit zu halten für Real Madrid. Ja, aber jemand, der sich selber freigenommen hat, ja, ist Cristiano Ronaldo. Doch es gibt sehr viele Fake News, die unterwegs sind. Und weil er eine Legende von Real Madrid und des Fußballs ist, möchte ich klarstellen, was da los ist. Also, Cristiano Ronaldo spielt für Al-Nassr. Al-Nassr kämpft gerade mit Al-Hilal um die saudi-arabische Meisterschaft. Die beiden Vereine trennt nur ein Punkt. Und das sind beides Vereine, die dem PIF angehören, den Public Investment Fund. Ja, ihr wisst, in der saudi-arabischen Liga gibt es viele Mannschaften, die müssen sich selber finanzieren, aber es gibt 5 Mannschaften, die gehören diesem PIF an. Das sind quasi Staatsmannschaften, wenn man das so möchte. Ja, und Cristiano Ronaldo hat die Schnauze voll, dass es in diesen 5 PIF-Mannschaften trotzdem eine Zweiklassengesellschaft gibt. Ich blende euch mal die Investitionen ein seit 2023 und wie ihr seht, Al-Hilal ist die Mannschaft, die mit Abstand am meisten unterstützt wird. Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, kommt auf dem 2. Platz. Und wenn ihr ganz nach unten guckt, seht ihr Al-Qadsia, also die Mannschaft von Nacho. Naja, also wenn sich einer beschweren dürfte, dann doch Nacho, würde ich behaupten. Aber Cristiano Ronaldo ist natürlich für die saudi-arabische Liga das Wichtigste, das Aushängeschild. Seit Cristiano Ronaldo da ist, ist diese Liga relevant. Und das sagt nicht nur ich, das sagen auch die Zahlen. Ich blende die euch ein. Natürlich hat er viel mehr Gewicht als irgendein anderer Spieler. Ja, und gestern ist ihm die Reißschnur so ein bisschen gerissen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr gerissen. Der war gestern im Spiel seiner Mannschaft Al-Nassr gegen Riyadh nicht einmal im Kader. Der hat sich geweigert, obwohl der topfit ist. Und das bestätigen sämtliche Quellen, unter anderem Fabrizio Romano. Ja, was ist passiert? Während dieser PIF, Public Investment Fonds, für Al-Nassr nur einen Spieler geholt hat, einen 22-jährigen Abdou Karim aus der irakischen Liga, hat gestern der PIF den Transfer klar gemacht, Karim Benzema von Al-Ittihad nach Al-Hilal zum Hauptkonkurrenten. Und das war der 3. Transfer für Al-Hilal. Also ganz Unrecht hat Cristiano Ronaldo nicht. Ja, wie lange der Portugiese jetzt boykottiert, weiß keiner. Ich hoffe nicht lange, denn ihm fehlen, glaube ich, nur noch 39 Tore zu dieser historischen 1000-Tore-Marke. Also, ich hoffe, er beruhigt sich, dass er bald wieder spielt. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, was da wirklich vorgefallen ist. Es gibt sehr viele Gerüchte, dass er Streit hätte mit Karim Benzema. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Er fühlt sich unfair behandelt. Ich kann es, wenn ich die Zahlen sehe, ein bisschen verstehen. Aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ja, weg davon kommen wir von einem Goat zu einem anderen Goat, zu Fran Garcia. Ja, Fran Garcia ist inzwischen bei Real Madrid 3., 4., linker Verteidiger. Unter Álvaro Arbeloa hat ihn inzwischen auch ein Eduardo Camavinga als linker Verteidiger überholt. Fran Garcia findet das nicht so gut. Und als Bournemouth, die Premier League Mannschaft, ein konkretes Angebot abgegeben hat an Real Madrid für einen Wintertransferwechsel, hat Fran Garcia ja gesagt. Er möchte mehr spielen. Ja, Real Madrid hat allerdings Nein gesagt. Was da los ist, hören wir uns zusammen einmal an. Seitdem ist viel passiert, die Ancelotti-Saison. Eine spektakuläre Club-WM für ihn. Er hat Tore geschossen, war wichtig unter Xabi Alonso. Aber Fran Garcias Rolle wurde im Laufe der Spieltage immer unbedeutender. Das ist Fakt, auch Alvaro Carreras kam dazu und nun ja, Fran Garcias Einsatzzeiten wurden sehr stark reduziert, bis zu dem Punkt, dass, um nur ein Beispiel zu nennen, der linke Außenverteidiger gegen Rayo war Camavinga. Also die Information, die ich habe und die ich am Freitag erhalten habe, ist folgende. Es stimmt zwar, dass unser Kollege von COPE, Miguelito, die Nachricht gestern vorwegnahm, aber ich erhielt am Freitag die Info, dass Fran Garcia sich in Valdebebas bereits von Leuten verabschiedet, weil er eine Zusage hatte, praktisch alles unter Dach und Fach. Nun, dieser Begriff, den du nennst, Ja. es ist alles auf gutem Weg, aber noch nicht fix, noch nicht offiziell.
Verstehe. um nach Bournemouth zu gehen, denn Iraola war, sagen wir mal, Feuer und Flamme dafür, Fran zu verpflichten. Sie kannten sich ja schon von Rayo und er wollte ihn unbedingt in die Premier League holen. Ja, ihr habt es selber gehört, er hatte sich schon von der Kabine teilweise verabschiedet. Ja, der hat sich auch gedacht, hier will mich ja keiner. Ja, und das sind Punkte, die ich persönlich nicht verstehe. Für mich wäre das ein Gewinn für alle Parteien. Zunächst einmal Fran Garcia selber. Ich ärgere mich oft über ihn und es gibt halt Spieler, die sind für Real Madrid geboren und es gibt Spieler, für die ist Real Madrid zu groß. Ich sag immer wieder, Fran Garcia wäre unter anderem in einer Premier League Mannschaft. Das passt wie die Faust aufs Auge. Der ist physisch stark, der ist schnell. Dieser Premier League Fußball, der hin und her geht, sehr physisch, der technisch nicht so viel von dir abverlangt wie La Liga zum Beispiel, der passt perfekt zu Fran Garcia. Und Iraola, der Trainer von Bournemouth, kennt Fran Garcia noch unter Rayo Vallecano. Da hat Fran Garcia seinen besten Fußball gespielt und damals war das deshalb auch ein Transfer, den Real Madrid getätigt hat. Also, der Spieler würde davon profitieren. Bournemouth hätte einen linken Verteidiger. Iraola hätte seinen Wunschspieler, würde auch davon profitieren. Ja, und auch Real Madrid würde davon profitieren. Denn Fran Garcia ist inzwischen 3. oder 4. Wahl. Diese Kabine braucht eine Grundsäuberung von Spielern, die nicht genug Qualität haben für Real Madrid. Darunter fällt nun mal ein Fran Garcia. Wie viele Minuten würde der denn bis zum Ende der Saison noch spielen? Und diese paar Minuten, wenn mal ein Camavinga verletzt ist, ein Carreras verletzt ist, wenn ein Mondi, okay, der kann immer verletzt sein, aber verletzt ist, wenn wirklich alle ausfallen, dann kannst du die Minuten meiner Meinung nach einem Valdepeñas von Real Madrid Castilla geben oder von mir aus auch einem Diego Aguado, die zurzeit nicht schlechter spielen als Fran Garcia. Also meiner Meinung nach absolutes Unverständnis wieder einmal für Real Madrid. Ein Verein, mit dem ich eigentlich fast immer einverstanden war, trifft in letzter Zeit immer häufiger Entscheidungen, die ich als Madridista nicht nachvollziehen kann. Ja, das ist meine Meinung. Eure dazu, ihr wisst, wo ihr sie lassen könnt, würde mich auch wirklich mal interessieren. Ja, und zu guter Letzt, bevor ich mich verabschiede, das Hauptthema dieses Videos. Real Madrid hat große Probleme. Die größten Probleme, das hat ein Xabi Alonso schon gesagt, sind im spielerischen Aufbau. Real Madrid kommt nicht anständig von hinten nach vorne an den Ball. Wir brauchen einen Spieler, der den Ball hinten abholt, den an einen Arda Güler oder an einen Bellingham übergibt. Der soll dann vorne einen Kylian Mbappé etc. finden. Ja, wer dieser Spieler sein soll, hören wir da zusammen auf die Information von José Félix Díaz, dem Direktor des AS. Ja, als vorrangige Ziele gelten die Innenverteidigung und das zentrale Mittelfeld, nicht wahr? Das defensive Mittelfeld, die Sechserposition. Schauen wir mal, Spieler vom Typ Rodri gibt es nur wenige, aber Real Madrid hat schon seit geraumer Zeit 2 Spieler im Visier. Das heißt nicht, dass sie bereits verhandeln oder so. Es handelt sich um Vitinha und Smith, oder? Den Niederländer. Der eine ist bereits etabliert und der andere ist ein junger Mann, der gerade 20 geworden ist, wenn ich mich nicht irre, am 1. oder 2. Januar, so in etwa wurde er 20. Warum sage ich das eigentlich? Real Madrid hat seit 2019 keine kostspielige Verpflichtung mehr getätigt, bei keinem Spieler über 20 Jahren seit 2019, seit der Ankunft von Hazard. Das war der letzte große Transfer eines Spielers mit 26, 27, nun ja, im Fall von Hazard war er wohl 28. Was passiert nun? Dass Vitinha in diesen Strategiewechsel passen würde. Und dazu kommt noch die Schwierigkeit mit Paris Saint-Germain. Smith nicht. Smith ist ein junger Spieler, er ist 20. Wie gesagt, er würde also wieder dieser Strategie entsprechen, die Madrid seit vielen Jahren verfolgt. Aber jetzt stellt man sich bei Real Madrid auch die Frage oder hegt Zweifel. Ist es an der Zeit für eine kleine Änderung, um bei solchen Transfers nicht mehr so restriktiv zu sein? Denn jeder, der über 25 ist, kommt ablösefrei, auch Mbappé, gegen ein Handgeld für den Spieler, aber ohne Ablösesumme. Mal sehen, wie weit sie es treiben, ob sie bis an die Grenze gehen oder ob sie stattdessen umschwenken und die Möglichkeit sehen, einen Spieler wie Vitinha zu verpflichten,
wobei immer noch bestritten wird, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Es stimmt, in Frankreich gibt es keine Ausstiegsklauseln, aber es könnte private Vereinbarungen geben, um den Abgang zu erleichtern, denn das Umfeld bei Paris Saint-Germain ist nicht einfach und Madrid und Paris Saint-Germain verstehen sich nicht gerade. Gestern war ich total baff, weil ich dachte, er sei älter. Er ist 25 Jahre alt. Er ist ja noch ein junger Kerl, das will ich damit sagen. Es stimmt zwar, dass er nicht in diese Spielerpolitik passt aber er würde, entschuldige Ruben, in die Politik der Amortisierung eines Transfers passen. Real Madrid hat den Grundsatz, dass eine große Investition über einen gewissen Zeitraum amortisierbar sein muss. Das heißt, man hat 5 oder 6 Jahre Zeit, eine lange Laufzeit. Man wird jetzt nicht bezahlen, schauen wir mal, der große Fehler, der laut Real Madrid eingestanden wurde, war die Verpflichtung von Hazard, nicht wahr? 110 oder 115 Millionen, ich weiß nicht genau wie viel, und das in einem schwierigen Alter. Letztendlich war er ein wenig aktiver Spieler, der kaum am Spiel von Madrid teilnahm und man hatte keine Möglichkeit, ihn zu verkaufen, weil es einfach nicht ging, oder? Man konnte den Transfer also nicht amortisieren, weil man ihn indirekt weiterbezahlte. Nun ja, das sind Umstände, die Madrid in den letzten Jahren fast wie ein Dogma bewertet hat und das setzen sie auch so um. Ja, ihr habt es selber gehört. Diese Namen kennt ihr inzwischen schon. Auf der einen Seite Vitinha, der portugiesische, meiner Meinung nach verdiente Ballon d'Or-Sieger. Meiner Meinung nach, der hätte ihn verdient. Auf der anderen Seite Keith Smith. Ja, und wenn ihr mich fragt, Keith Smith, ich sage nicht, dass dieser Junge nicht ein überragender Fußballer ist. Und vielleicht ist er in 5 Jahren der beste Mittelfeldspieler der Welt. Viele sagen, das ist der nächste Kevin De Bruyne etc. Der Junge ist überragend. Aber was ich bis jetzt sagen kann, das ist ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, der in AZ Alkmaar in der holländischen Liga spielt. Auf der anderen Seite steht ein Vitinha. Wie gesagt, jemand, der meiner Meinung nach den Ballon d'Or hätte gewinnen müssen. Ein überragender Mittelfeldspieler, der die Champions League gewonnen hat, die Nations League gewonnen hat, seine Mannschaft anführt. Natürlich wesentlich erfahrener. Und Vitinha selber ist erst 25. Also wenn du mich fragst, bevorzuge ich natürlich einen Vitinha, weil ich auch glaube, der würde in der Kabine viel mehr respektiert werden. Ein Arda Güler hat ja schon Probleme, Respekt zu bekommen in der Kabine. Und der ist meiner Meinung nach deutlich besser als ein Keith Smith. Ja, wie gesagt, alleine aus dem Grund würde ich Vitinha bevorzugen. Und viele von uns sagen, ja, aber Vitinha ist unmöglich. Paris würde niemals mit Madrid verhandeln. Und in Frankreich gibt es keine Ausstiegsklauseln. Ja, hören wir da zusammen einmal rein. Vitinha. Wir haben hier vor 2,5 Monaten berichtet und jeder hat bestritten, dass Real Madrid ihn holen könnte. Nun, es ist möglich. Jetzt bestreiten sie es nicht mehr so sehr. Der Portugiese hat eine Ausstiegsoption, wie wir sagten, durch einen Privatvertrag mit Paris Saint-Germain. Vitinha weiß es, Paris Saint-Germain weiß es, Real Madrid weiß es und ihr wisst es auch. Die Operation würde etwa 100 Millionen Euro kosten, wenn man sie angehen will. Und Real Madrid erwartet in den nächsten Monaten ein Zeichen des Spielers, um zu sehen, ob sie einsteigen können, denn Real kann nicht einfach sagen, ich hole Vitinha, ohne dass er sagt, dass er Paris verlassen will. Vitinha muss sagen, es gibt einen Club, der für mich bieten will und ich bin mit dem Angebot einverstanden. Sonst gäbe es keine Chance, trotz des Privatvertrags. Ja, das waren Informationen von Lasser. Vitinha hätte einen persönlichen Vertrag mit Paris Saint-Germain abgeschlossen, dass es eine Ablösesumme gibt von so 90 bis 100 Millionen, also quasi eine doch Ausstiegsklausel für den Portugiesen. Und Real Madrid macht klar, bevor wir für Vitinha angreifen, muss der Portugiese erst einen Schritt auf uns zukommen. Ja, das sind die Informationen. Für mich sehr überraschend. Wie gesagt, das Thema Vitinha hatte ich so ein bisschen abgekapselt, weil ich gesagt habe, es ist unmöglich. Paris wird Real Madrid nicht mal eine Eintrittskarte für ein Heimspiel verkaufen. Wie sollen die dem Vitinha verkaufen? Doch ich glaube, wenn es diese Ausstiegsklausel gibt, warum hat Vitinha so eine Klausel überhaupt gemacht? Weil er natürlich noch Ziele in seinem Leben hat. Mit 25 nach Real Madrid. Verdammt Madrid, nimm das Geld in die Hand. So viele Entscheidungen hat Real Madrid getroffen, die ich nicht verstehe. Hoffentlich treffen sie da die richtige. Das ist meine persönliche Meinung.
Wie immer sage ich dir, dass mich aber auch deine Meinung interessiert. Lass die bitte in den Kommentaren. Vielleicht bevorzugst du ja K. Smith. Wäre ich sehr gespannt, warum das so wäre. Also deine Argumente kannst du gerne aufschreiben. Ich lese mir die durch. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Und wie nicht vergessen, bitte Instagram würde mir enorm helfen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Marie!